Hallo, das zweite Aquarium, das ich vorstellen möchte, ist mein allerneuestes. Das steht jetzt seit 2 Monaten erst und ich bin ziemlich zufrieden damit, wie sich es in den 2 Monaten entwickelt hat. Das ist ein Juwel Primo 110. Ich habe mich mal schlau gemacht und weiß jetzt, dass mir das nicht als Werbung oder Schleichwerbung ausgelegt wird, wenn ich dazu sage, dass ich das selbst gekauft habe, nicht dafür bezahlt werde. Und ja, alles, was mit dem Aquarium und dem Drumherum zu tun hat, habe ich selbst gekauft, außer die Beleuchtung. Die haben mir meine Schwiegereltern zu Weihnachten geschenkt, aber das zählte. Ja, wie gesagt, das ist ein Juwel Primo 110 Komplettset und läuft auch so wie gekauft, bis auf die Beleuchtung. Die Beleuchtung ist eigentlich immer das Erste, was ich bei so Komplettsets einmal austausche als Pflanzenaquarianerin, weil ja, das einfach einen riesen Unterschied macht. Also das ist meiner Meinung nach auch das wichtigste technische Detail an so einem Aquarium. Die Beleuchtung muss richtig gut sein. Dann klappt das auch, dass die Pflanzen wachsen und nicht die Algen. Ja, das ist auch das einzige Aquarium, in dem ich so ein bisschen was Ähnliches wie Hardscape eingebracht habe. Ansonsten bepflanze ich die ja immer nur wie verrückt und benutze maximal so ein Korkenzieher-Hasel-Stöckchen mal, um irgendein Moospolster zu halten oder so. Und die Steine, die hier drin sind im Aquarium, die sind alle selbst gesammelt im Wald und am Ostseestrand. Wenn ich die gesammelt habe, lege ich die dann erstmal nach draußen auf die Terrasse in den Regen, wo sie dann ein paar Wochen auswaschen können. Und dann schrubbe ich die noch einmal mit warmem Wasser ab und dann kommen die direkt ins Aquarium rein. Und sind sehr beliebt bei Schnecken und Garnelen. Die klettern da den ganzen Tag drauf rum und weiden die ab. Und Bodengrund habe ich wie in allen meinen Aquarien mittlerweile reinen Poolfiltersand eingebracht. Das sind im vorderen Bereich so 4 cm und nach hinten ansteigend bis 6 cm. Das liegt vor allem daran, dass diese große Echinodorus, die das Aquarium hier zentral bestimmt, auch ein bisschen was braucht, um sich ordentlich zu verwurzeln. Ja, wenn ich schon bei den Pflanzen bin, kann ich damit auch gleich weitermachen. Also wie gesagt, das zentrale Element ist diese schöne große Echinodorus blairi. Die hat vorher in einem 60 Liter Aquarium bei mir gesessen. Das ging, aber da konnte sie sich natürlich nicht in ihrer ganzen Größe und Pracht entfalten und ich musste jede Woche sehr viele Blätter auskneifen, damit meine Fische überhaupt noch Platz zum Schwimmen haben. Hier in so einem Aquarium über 100 Liter ist sie natürlich viel besser aufgehoben. Und das hier, was ja schon an sich sehr üppig aussieht, ist jetzt ihr Zustand nach der wöchentlichen Gärtnerrunde. Also ich habe gestern ungefähr einen halben Eimer Echinodorus-Blätter da ausgekniffen und weggeworfen. Das mache ich alle 14 Tage. Erstmal, damit die Fische noch Platz zum Schwimmen haben, aber auch, weil so eine große Pflanze alles andere abschattet. Und dann ist ganz schnell der Kram, der hier so am Boden passiert, ein bisschen zu lichtarm, sage ich mal, um noch vernünftig zu wachsen. Ja, dann habe ich ebenfalls, wie in allen meinen Aquarien, dieses Stringimoos-Polster drin. Das ist hauptsächlich für die Garnelen. Also erstens mal, weil die das lieben und zweitens, weil man auch sehr gut einfach das mal eben rausnehmen, in einem Eimer mit Wasser auswaschen kann und dann hat man gleich 25 Garnelen gefangen, was natürlich sehr praktisch ist. Das habe ich gestern auch geteilt. Deswegen sieht das noch so ein bisschen zerrupft aus, aber das erholt sich wieder. Als Unterpflanzung unter der Echinodorus habe ich Cryptocoryne lutea. Das ist eine sehr schöne, sehr klein bleibende Cryptocoryne, die sich mit sehr starken Wurzeln im Bodengrund verwurzelt und an diesen auch dann Ausläufer bildet, was ich durchaus haben möchte. Aber in diesem Aquarium auch ein bisschen eindämmen werde, weil ich vom optischen Konzept her nicht möchte, dass das hier alles irgendwann mit Bodendeckern zugewuchert ist, sondern der freie Sand hier vorne, der soll schon bleiben.
Dann habe ich hier 2 Bucephalanthra Kedergang mit schwarzen Kabelbindern auf Steine aufgebunden. Das war mal eine Pflanze, mittlerweile habe ich es geschafft, daraus 2 zu machen, aber diese Bucephalanthren sind wirklich unglaublich langsamwüchsig, gerade wenn man, so wie ich, die Wassersäule nicht düngt. Ja, da muss man ein bisschen Auge drauf haben, dass die den richtigen Standort haben, damit sich da keine Algen drauf bilden. Wie bei allen langsam wachsenden Pflanzen passiert das nämlich ganz gerne mal. Und hier ist das aber anscheinend genau richtig mit der Beleuchtung. Da hatte ich bisher noch keine Probleme mit Algen und die wachsen in ihrem Schneckentempo vor sich hin, hoffe ich. Ja, dann habe ich hier im ganzen hinteren Bereich, hinter diesen 3 Steinen, etwas, das mir damals leider falsch verkauft wurde, also mit falschem Label. Da stand nämlich, Moment, ich muss jetzt mal auf Spickzettel nachgucken, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch erzählt. Genau, da stand Marsilea drauf, das wäre ein Kleefarn. Und da dachte ich schon nach kürzester Zeit, als ich das dann im Aquarium hatte, das kann eigentlich nicht sein. Und mittlerweile habe ich ein bisschen recherchiert und bin ziemlich sicher, dass das ein amerikanischer Wassernabel ist, namens Hydrocotyle verticillata. Davon gibt es auch noch eine brasilianische Variante, aber meine Pflanzenbestimmungs-App, die hat auch gesagt, das ist der amerikanische. Also hoffe ich mal, dass das stimmt und ich jetzt keinen Blödsinn erzähle. Also das ist eine sehr hübsche kleine Pflanze, die auch mit sehr schönen horizontalen Ausläufern sich im ganzen Aquarium verbreitet und an so langen Stielen so kleine Hütchen, grüne Hütchen hat, die mich immer an Kapuzinerkresse erinnern. Und jeder, der mich besuchen kommt und Kapuzinerkresse aus dem Garten kennt, der sagt auch, oh, du hast Mini-Kapuzinerkresse im Aquarium. Auch die dünge ich mit den Zimmerpflanzendüngestäbchen, weil ich bei ihr beobachtet habe, dass sie nur so richtig schön sattgrüne Hütchen kriegt, wenn sie ordentlich gefüttert wird. Ansonsten werden die so ein bisschen hellgrün oder manchmal sogar gelblich. Das ist dann nicht so schön. Ja, das war es auch schon. Ne? Mit den Pflanzen habe ich mich bei diesem Aquarium ausnahmsweise sehr zurückgehalten, weil ich das pflegeleicht haben wollte. Und deswegen keine Stängelpflanzen und auch nicht mein geliebtes flutendes Pfeilkraut eingesetzt habe, weil das von den Ausläufern her auch zu viel Arbeit macht. Und da bin ich auch ganz zufrieden damit, muss ich sagen. Ich finde, das hat irgendwie so eine beruhigende Wirkung, das Aquarium. Kleiner Nachtrag, diesmal habe ich die Wasserwerte vergessen zu erwähnen. Das ist reines Wasser aus meinem eigenen Hausbrunnen, ohne Osmosewasser, also nicht verschnitten. Und bei der letzten Messung kam ich da auf einen Leitwert von 398, auf einen pH-Wert von 7,7. Und erfahrungsgemäß habe ich jetzt nicht extra per Tröpfchentest ermittelt, weil bei so vielen Aquarien kommt man mit dem Tröpfchen nachkaufen nicht hinterher. Aber ich weiß, dass in meinen Aquarien mit dem reinen Brunnenwasser der GH so um die 19 liegt, KH etwa 15 und ja, Nitrit, wie gesagt, habe ich ja schon drüber geredet, nicht nachweisbar ist. Ja, so viel zu den Wasserwerten. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Gutes Guppiwasser, Schnecken mögen das auch. Und die Pflanzen, die ich hier drin sitzen habe, die haben alle anscheinend nichts gegen etwas härteres Wasser einzuwenden, sondern wachsen ganz gut. Also, wie man sieht, sind das alles ausselektierte Guppiweibchen. Und zwar sowohl von meinen Entlern als auch von meinen Hochzuchtguppis. Die vertragen sich total gut. So eine Guppiweibchen-WG ist also wirklich die friedlichste Fischzusammenstellung, die man haben kann. Da gibt es keine Aggression, keine Reibereien. Alle gehen den ganzen Tag ganz friedlich ihren Hobbys nach, bilden kleine Grüppchen. Also das ist wirklich total schön anzusehen. Natürlich ist das so, da die ausselektiert sind, da sind eben auch ein paar nicht ganz perfekte dabei. Also einige haben
so eine leichte Rückgratverkrümmung, vor allem die Hochzuchtguppies, die neigen da leider dazu. Und wenn ich das bei den jungen Weibchen sehe, dann landen die also sofort hier drin, weil das dann wirklich keine Tiere sind, mit denen man züchten sollte. Sicherheitshalber, falls das eben auf den Genen sitzt, diese Rückgratverkrümmung. Und dann habe ich auch, ja, ich habe zum Beispiel ein Weibchen, das hat ein Schwimmblasenproblem, das schwimmt ab und zu mal einen unfreiwilligen Looping. Aber das habe ich auch so eingeschätzt, solange die ans Futter geht und mit den anderen mithalten kann, ist das für mich jetzt kein Grund zu sagen, die ist nicht lebensfähig. Die kommt also auch ganz gut klar. Und was haben wir hier noch? Ja, dann habe ich hier so eine ganz hübsche, die habe ich aus der Zuchtgruppe rausgeholt, nachdem sie Babys gekriegt hatte. Das ist bei Guppies immer so, kurz bevor die Babys kriegen, sehen die unfassbar fett aus. Und wenn die Babys dann draußen sind, dann sind die so ganz schlank und eingefallen. Und in dem Zustand wollte sie nicht so gleich wieder von den Männchen bedrängt werden und hat so ein bisschen die Rückenflosse eingeklemmt. Daran sieht man dann immer, dass sich so ein Tier nicht so ganz wohl fühlt. Und da habe ich gedacht, komm, raus mit ihr, ab in die Guppi-Weibchen-WG, einmal auf Mutter-Kind-Kur. Und das hat ihr sehr gut getan. Da war sie dann direkt 2 Tage später wieder fröhlich mit den anderen unterwegs und die Rückenflosse war auch wieder so, wie sie sein soll. Ja, und das mit den Guppi-Babys, das ist leider so, dass sich das hier in diesem Aquarium nicht so ganz vermeiden lässt, weil nicht alle Guppi-Weibchen, die ich rausfange, rechtzeitig rausgefangen werden, sodass die noch unbefruchtet sind. Und Guppies können sich sogar auf Vorrat befruchten lassen. Das heißt, nach Monaten, wenn die schon lange kein Männchen mehr gesehen haben, können die trotzdem nochmal Babys kriegen. Und deswegen habe ich hier auch immer kleine Guppies drin. Und das stellt mich vor die große Herausforderung, dass ich, sobald die jungen Männchen erkennbar junge Männchen sind, die da rausfangen muss, damit hier nicht hunderte weitere Guppies produziert werden, weil das möchte ich ja genau aus den genannten Gründen nicht haben in diesem Aquarium. Und das ist doch immer eine etwas größere Sache. Vor allem die kleinen Stackentler-Männchen, die sind ziemlich schlau. Wenn die merken, das geht hier ans Einfangen, dann verstecken die sich unter den Pflanzen und dann wird es richtig mühsam. Das habe ich gestern gemacht. Da habe ich auch direkt wieder 5 oder 6 Kerle erwischt. Die ziehen dann immer alle einmal in meine Männer-WG um. Und wenn die dann richtig groß und ausgewachsen sind, dann entscheide ich, ob die verkauft werden oder ob die vielleicht in die Zuchtgruppen gehen, wenn sie mir richtig gut gefallen. Aber hier drin, wie gesagt, da soll erstmal keine Vermehrung stattfinden, was aber nicht so ganz einfach ist, weil ich habe jetzt auch schon wieder gesehen, 2 junge Männchen sind mir gestern durch die Lappen gegangen, die sind also immer noch da und sind hinter den Mädels her. Naja, gut. Ist halt so. So, wozu wollte ich noch was sagen? Ich muss noch mal Zettel gucken. Ach ja, richtig. Das hat mich bei meiner ersten Aquarienvorstellung sehr geärgert, dass ich vergessen habe, meine Zwerggarnelen lobend zu erwähnen. Deshalb diesmal werde ich sie nicht unterschlagen. Ich habe nämlich hier drin auch einen sehr schönen Stamm. Das sind meine Red Sakura Garnelen. Die haben eine ganz tolle tiefdunkelrote Farbe und die Weibchen werden auch richtige Klopper. Also die sind schon sehr auffällig. Wenn man da mal reinguckt, ist man teilweise selbst überrascht darüber, wie groß die werden können. Und der Stamm hier drin, da das Aquarium so neu ist auch noch schön dunkelrot. Da sind noch nicht viele schlecht gefärbte Tiere gefallen, weil ich den direkt aus meinem Kübel im Arbeitszimmer rausgefangen habe, wo ich die selektiv züchte und eben die schlecht gefärbten Garnelen rausfange. Die wandern dann in mein Sunset Guppy Aquarium. Und ja, aber auf Dauer ist das leider immer so bei Zwerggarnelen, dass dann etwas schwächer gefärbte Tiere fallen und in so einem Aquarium kann man die dann nicht mehr alle rausfangen. Das ist zu mühsam und praktisch nicht machbar. Deswegen ja, sind die im Moment noch wunderbar deckend durchgefärbt. Aber wie lange das so bleibt, das werden wir dann sehen.
Bei den Rezakura läuft es eigentlich manchmal auch Monate oder sogar Jahre lang ganz gut. Solange da kein Unfall passiert und mir aus Versehen beim Wasserwechsel oder beim Hin- und Hergärtnern eine Blue Jelly mit reingerät, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Das ist mir leider schon öfter passiert in den sehr gut bepflanzten größeren Aquarien. Und was ich auch immer in allen Aquarien drin habe, ist meine Schneckenbesatzung. Ich weiß, die sind nicht so besonders beliebt bei vielen Aquarianern, aber ich finde sie ganz toll, sind meine kleinen Helferlein. Und zwar habe ich immer Turmdeckelschnecken drin, die durchwühlen den ganzen Tag den Boden und halten den schön sauber. Dann habe ich orange Posthornschnecken, die machen die Aquarienscheiben wunderbar sauber. Also den ganzen Tag sind die damit beschäftigt, hier Scheiben zu putzen. Und die kleinen Blasenschnecken, die hat man immer. Also das kann man gar nicht vermeiden und die tun jetzt meiner Meinung nach auch nichts Schlimmes. Solange man da nicht riesige Mengen Futter reinschmeißt in so ein gut mit Fischen besetztes Aquarium, bekommt man auch keine Schneckenüberpopulation oder Schneckenplage, wie die Leute das immer gerne nennen. Das ist wirklich nur abhängig vom Futterangebot und das ist, also wo es so viele Guppies gibt, passiert das nicht. Dass die Schnecken sich unkontrolliert vermehren, das ist also praktisch unmöglich. Ja, jetzt habe ich hoffentlich alle Bewohner lobend erwähnt. Und so, was steht noch auf meinem Zettelchen? Genau, dann kann ich auch schon was über die Technik erzählen. Also, hier ist zu dem Komplettset gehört eigentlich, ich habe sie irgendwo hingelegt, wo ist sie denn? Genau, da, die ist sogar noch original verpackt, weil ich das von Anfang an wusste, dass ich die nicht nehmen werde. Diese LED-Leuchte dazu, die also auch fest im Deckel integriert wird. Das ist von Juwel, die, oh Gott, Novo Lux LED 80 mit 10,5 Watt hat die. Und da sprechen für mich persönlich zwei Dinge dagegen, nämlich erstens mal mag ich das gar nicht, wenn Beleuchtung im Deckel integriert ist, weil wenn man dann was zu tun hat im Aquarium und den Deckel abnimmt, ist die Beleuchtung auch mit weg und das Aquarium ist dunkel, was natürlich zum Fischefangen, zum Gärtnern und so weiter halt gar nicht praktisch ist. Und außerdem ist die mir grundsätzlich einfach für ein Pflanzenaquarium zu schwach von der Leistung her. Also das kann man machen, wenn man sehr anspruchslose Pflanzen hat und auch nichts, was so weit unten am Boden wächst, ne? Weil das Licht muss ja auch von oben bis nach unten durchdringen und das packen diese schwächeren Lampen meistens nicht. Ich habe stattdessen mir schenken lassen von meinen Schwiegereltern, danke nochmal dafür, die von Nikru, die Classic LED G2. Das ist so, bei Autos würde man sagen, eine Mittelklasse-Lampe. Also nichts von dem ganz teuren Spielzeug, aber völlig ausreichend für meine Zwecke hier. Die hat den großen Vorteil, dass die erstmal so breit ist. Das heißt, die strahlt wirklich in jeden Winkel, in jede Ecke vom Aquarium. Die hat einen ganz anderen Abstrahlwinkel als diese kleinen LED-Röhrchen. Und die wird einfach nur auf das Glas mit so Klammern draufgesetzt. Das heißt, wenn ich den Deckel abnehme, dann ist die Beleuchtung immer noch da. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Dann läuft die bei mir über eine Zeitschaltuhr. Und man kann sie hier über diese integrierte kleine Fernbedienung, kann man die weißen und die blauen LEDs unterschiedlich, also getrennt voneinander dimmen. Und da habe ich bei den weißen LEDs habe ich die zweitstärkste Variante gewählt und die blauen LEDs habe ich sehr weit runter gedimmt, weil ich das persönlich einfach schöner finde. Ich stelle dann die Lichtfarbe ein, die mir gefällt und ich mag dieses warme, an Sonnenlicht erinnernde weiße Licht, was eben wenig Blauanteil hat. So, und durch das Runterdimmen geht natürlich auch der Stromverbrauch runter, was ich als alter
Stromsparfuchs ziemlich gut finde. Ich habe so ein kleines Strommessgerät, das habe ich da gestern mal dran gehängt, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Also diese LED-Lampe hat eigentlich laut Herstellerangabe 25 Watt. Und so wie ich sie jetzt gedimmt habe, verbraucht sie aber genau 15 Watt. Oder läuft mit 15 Watt, sehr richtiger formuliert. Und das finde ich dann schon im Rahmen. Also dafür, dass die Pflanzen ordentlich wachsen, ist das ein ganz guter Verbrauch. Ja, der Filter, das ist der Originalfilter, der zu dem Komplettset dazugehört. Der heißt, glaube ich, BioFlow. Der ist leider in das Aquarium eingeklebt, was ich so richtig doof finde. Und also ganz ehrlich, ich möchte mir nicht rausnehmen, für alle Aquarianer zu sprechen, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh, dass der Filter bei den Juwel-Aquarien eingeklebt ist aber richtig toll, wieso machen das die anderen nicht? Nee, die meisten Leute tauschen einfach nur Tipps darüber aus, wie man das Ding daraus geschnitten bekommt. Allerdings erlischt dann die Garantie. Und deswegen habe ich ihn jetzt auch noch drinne im Originalzustand, also eingeklebt. Aber das mache ich eben nur, solange noch Garantie auf das Aquarium ist. Und dann, einen Tag später, werde ich den wahrscheinlich auch rausschneiden. Aus folgendem Grund. Ich mache meine Innenfilter gerne Schnecken und Garnelen und Babyfisch sicher. Und das ist der eben nicht. Die Schlitze von diesem Filter, die sind so weit auseinander, dass da sogar kleine und mittelgroße Guppybabys einfach reinschwimmen können in den Filter, was ja komplett gar nicht geht. Und Zwerggarnelen sowieso. Die kommen überall hin. Und normalerweise nehme ich so einen Innenfilter, lege da Moskitonetz über die Schlitze und fixiere das Ganze einmal mit dünnen schwarzen Kabelbindern. Und dann kann da auch keiner mehr reinschwimmen oder krabbeln. Aber bei diesem eingeklebten Filter geht das natürlich nicht, weil man da mit dem Kabelbinder nicht einmal außen rum kommt. Also habe ich da ganz mühsam ein doppelt gelegtes Stückchen Moskitonetz vor den Einlass gelegt und habe das mit 2 Angelschnüren so gut es ging festgebunden, was natürlich nicht so die optimale Lösung ist. Und bei den unteren Filtern, die sind also ganz im unteren linken Bereich des Filters, sind nochmal so Ansaugschlitze. Da habe ich von innen eine grobe Filtermatte zugeschnitten, sodass sie da reinpasst, und habe die sozusagen hinter die Ansaugschlitze geschoben, was nicht so die optimale Lösung ist, weil da also wirklich Zwerggarnelen noch durchkommen. Die finde ich jedes Mal bei der Filterreinigung im Filter, und da bin ich überhaupt kein großer Fan von. Ja, ansonsten läuft der Filter gut, ne? Da kann man nichts sagen, nur das leidige Thema mit der Schnecken- und Garnelen- und Babyfischsicherung von Innenfiltern, das verstehe ich einfach nicht, dass man das nicht besser lösen kann. Als Hersteller, da ist man als Aquarianer immer gezwungen, selbst rumzubasteln. Wobei ich sagen muss, meine Moskitonetz- und Kabelbinder-Methode, die ist ganz gut. Das mache ich schon jahrelang. Ich habe da mich auch belesen, um sicher zu sein, dass beides keine schädlichen Stoffe ans Aquarium abgibt. Also das ist absolut neutral für die Wasserqualität und hält zumindest die Babyfische und die größeren Garnelen erfolgreich von den Innenfiltern fern, wobei eben so ganz mini kleine Neugeborene und auch mini kleine neugeborene Schnecken da trotzdem durchkommen. Ja, in dem Juwelfilter habe ich die beiden mitgelieferten Schwämme, ein feiner, ein etwas gröberer, drin gelassen. Habe den Aktivkohleschwamm rausgenommen, weil Aktivkohle braucht man meiner Meinung nach nicht für ein gut laufendes Pflanzenaquarium. Das bindet nur unnötig Nährstoffe, die die Pflanzen eigentlich ganz gut vertragen können und die nicht unbedingt im Filter landen müssen. Und da da noch ein bisschen Platz drin war, habe ich dann noch so ein kleines Säckchen mit groben Tonröhrchen reingepackt für die zusätzliche biologische Filterung. Und oben auch noch mal so eine grob zugeschnittene, grobe Filtermatte, aber eben in ganz grob, damit der Wasserdurchfluss nicht behindert wird, und damit läuft der Filter auch ganz gut. So, jetzt habe ich auch eben mal den Deckel abgenommen
um euch nochmal diese Lampe zu zeigen. Ja, da kann man sehen, wie schön breit die ist und wie die eben auf dem Becken sitzt, statt im Deckel. Das, was hier drin rumschwimmt, das sind Brennnesselblätter aus meinem eigenen Garten. Die habe ich gestern für die Garnelen reingetan. Die essen die sehr gerne. Und hier ist dieser eingeklebte Filter. Den Deckel drauf, den mache ich mal eben ab. So, da sieht man dann auch gleich meine selbst zugeschnittenen groben Matten. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann auf dem Video, aber hier ist eben das besagte Moskitonetz, das ich mit Angelschnur befestigt habe. Hier ist der Einlass, ne, vom Filter. Und wie man sehen kann, da sitzen die Garnelen auch drauf. So ein paar Brennnesselblätter, die Schnecken, also alles das, was man eben nicht im Filter haben möchte, hält dieses Moskitonetz ganz gut ab. Was vielleicht noch interessant ist, eine klassische Einlaufphase habe ich mit dem Aquarium gar nicht eingehalten. Man sagt ja immer, so 4 Wochen lang das Aquarium ganz ohne Tierbesatz laufen lassen, bis der sogenannte Nitritpeak überwunden ist und dann eben Tiere einsetzen. Allerdings kann man das meiner Erfahrung nach, das möchte ich aber jetzt explizit Anfängern nicht empfehlen, auch ganz gut anders machen, wenn man Einrichtungsgegenstände, Pflanzen, Bodengrund verwendet, der in anderen Aquarien schon mal drin gewesen ist, weil das alles dann mit den guten nitrifizierenden Bakterien, die man haben möchte, schon besiedelt ist. Das heißt, man bringt die direkt von Anfang an über die Pflanzen, über das Hardscape, über den Sand in das Aquarium ein, sodass da schon so eine Basispopulation vorhanden ist. Dann setzt man direkt, mache ich jedenfalls immer als Erstbesatz, Schnecken und ein paar Garnelen ein, nicht zu viele, und fängt auch direkt an, die zu füttern mit so klein zerbröselten Flockenfutter, mit ein paar Bohnentabletten. Und so können sich die nitrifizierenden Bakterien ganz langsam an den Bedarf sozusagen des Aquariums anpassen, indem die sich gut vermehren. Und das funktioniert meiner Meinung nach eben nur gut, wenn man sie auch mit was füttert. Also wenn die, sage ich mal, nichts finden, außer vielleicht 1, 2 abgestorbene Pflanzenblättchen, dann passiert da auch nicht viel. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich mich mitten im Video umgezogen habe. Aber ich habe gestern Nachmittag das Video geschnitten und dabei habe ich festgestellt, dass die Kamera einfach die letzten Minuten nicht aufgenommen hat. Ich weiß nicht warum, der Akku war noch nicht leer. Die hat das einfach eigenmächtig entschieden. Und da ich das vordere Display immer ausschalte, wenn ich die Aquarien filme, wegen den Reflexionen, weil man das sonst in der Glasscheibe sieht, habe ich das überhaupt nicht mitbekommen und saß hier minutenlang und habe vor mich hin erzählt und niemand hat es mitgekriegt. So, deswegen habe ich beschlossen, dass ich das jetzt einen Tag später nochmal nachdrehe und ergänze. Ja, so viel dazu. Also, ich war dabei zu erzählen, wie ich das hier mit der Einfahrphase gehandhabt habe, also warum dieses Aquarium so schnell innerhalb von 2 Monaten mit so vielen Fischen und Garnelen besetzt werden konnte. Und wollte gerade sagen, ja, wenn dann die erste Besatzung sozusagen, ein paar Schnecken, ein paar Garnelen, ein paar Tage lang so ihre Arbeit hier verrichtet haben, dann packe ich da als nächstes eben Fische rein, aber auch nicht alle auf einmal, sondern immer so alle 3, 4 Tage mal so 4, 5 Stück. So dass eben die Futtermenge auch langsam erhöht wird und die Bakterien im Aquarium sich dann eben weiter daran anpassen können. Und das mache ich natürlich nicht einfach nur so vertrauensvoll, sondern ich überprüfe das regelmäßig, dass eben das keinen Nitritpeak gibt, wenn ich das mache. Und zwar mit diesen Orakelstäbchen hier, einfach weil es praktisch ist und schnell geht. Aber die möchte ich explizit nicht empfehlen, also egal welche Marke, um die anderen Werte im Aquarium zu überprüfen, pH, KH, GH, weil das ist einfach erfahrungsgemäß viel zu ungenau. Ich hatte da schon 2 Stäbchen nebeneinander liegen, eins von meinem mit Osmosewasser geführten Weichwasser-Aquarium
und eins von einem super harten Guppiwasser-Aquarium und die haben beide dasselbe angezeigt. Also darauf kann man sich nicht verlassen, aber Nitrit zeigen die auf jeden Fall an, wenn da zu viel im Aquarium drin ist, sodass man handeln muss, sprich großer Wasserwechsel oder nochmal das mit einem Tröpfchentest genauer überprüfen muss, wie viel das jetzt im Einzelfall dann ist. Aber wie gesagt, das ist mir hier nicht passiert, was mich sehr gefreut hat, aber ich habe das auch nicht zum ersten Mal so gemacht. Und ich denke mal, also das sind jetzt nur Vermutungen, aber ich glaube schon, dass das was beiträgt, dass ich hier in meinen Aquarien immer sofort große Pflanzen einsetze, die bereits ein starkes Wurzelwerk gebildet haben und sich gut gewöhnt haben an das Leben unter Wasser, ne? Weil in den Wasserpflanzengärtnereien werden die ja über Wasser gezogen, also Emers, und müssen sich dann im Aquarium, wenn man sie ganz frisch kauft, erstmal auf Submers, Unterwasser-Existenz sozusagen umstellen. Und da ich das hier anders handhabe, können die auch direkt loslegen, sind praktisch nur wenige Tage mit Anwachsen beschäftigt und dann geht das schon los mit der Photosynthese und mit der Entwicklung von ordentlich Blattmasse. Das beobachte ich eigentlich immer, dass das sehr schnell vonstatten geht. Und die ziehen dann natürlich auch entsprechend viele Nährstoffe aus dem Wasser raus. Ja, also wie gesagt, bei mir klappt das meistens ganz gut, aber eben nicht blauäugig, sondern ich überprüfe das auf jeden Fall schon. Und wenn dann irgendwas ist, also sollte dann doch mal das Nitrit höher steigen als gut ist für die Bewohner, dann mache ich auch direkt 70 bis 80% Wasserwechsel und schaue dann eben einen Tag später wieder nach, so ist es besser geworden oder nicht. Ja, das wollte ich eigentlich nur noch ergänzen, weil ich das Thema natürlich nicht so stehen lassen konnte. Und ansonsten ist mir auch noch beim Schneiden aufgefallen, dass man die Pflanzen, die ich vorgestellt habe, jetzt nicht unbedingt besonders gut erkennen kann, während ich hier sitze und man das Aquarium nur so in der Totale sieht. Deswegen schneide ich euch gleich ans Ende noch mal ein paar schöne Nahaufnahmen von dem ganzen Aquarium und von meinen Pflanzen rein. Und dann kann man sich das ein bisschen genauer angucken. So, und jetzt hoffe ich doch mal, habe ich alles im Kasten.